Hier ist einiges an Espresso gelaufen in den letzten Stunden, denn wir haben Mühlen getestet, unter anderem die Profitec Twist SD54, die hier neben mir steht. Aus dem Hause Profitec eine Single-Dosing-Mühle mit 54er Mahlscheiben und die hat recht gut performt. Das ausführliche Testvideo ist online, aber ich will es für euch nochmal zusammenfassen für alle, die kurz und knapp die Ergebnisse unseres Tests erfahren wollen. Da steht sie neben uns, die kleine Twist von Profitec SD54 heißt sie. Und es handelt sich mal wieder um eine Single-Dosing-Mühle. Das heißt, ihr gebt 18 Gramm Kaffee oben rein und im Idealfall kommen 18 Gramm Kaffee wieder unten raus. Das ist das Prinzip Single-Dosing. Und das ist ein tolles Prinzip, wenn ihr zwischendurch mal Kaffees wechseln wollt. Mittlerweile gibt es diese eben auch von Profitec. Profitec ECM, das ist ein deutscher Hersteller, der coole Maschinen baut, Espresso-Maschinen, aber eben auch die ein oder andere Mühle. Und in Sachen Mühlen haben wir gewartet, dass von Profitec auch mal wieder eine neue Mühle kommt, eben mit diesem tollen Feature Single-Dosing-Fähigkeit. Und das haben wir jetzt hier vorgefunden. Und ich kann sagen, zusammenfassend hat die Mühle insgesamt sehr gut performt. Und vielleicht beginnen wir beim wichtigsten, der Espresso-Performance. Wie schmeckt der Espresso, den ihr mit der Mühle macht? Super leckerer Espresso, sehr dicht, sehr cremig, fein. Genau so habe ich mir den jetzt gewünscht und so genau kam der auch. Das hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie die Partikelverteilung der Mühle ist. Partikelverteilung bedeutet die Mahlgutverteilung. Und da können wir sagen, die ist wirklich außergewöhnlich gut. Viele gleichmäßig große Teilchen, leckere Espressos als Konsequenz, die balanciert sind, die weich sind, die cremig sind und die alles aus euren Kaffees herausholen. Und ich würde sagen, gut geeignet für hellere Röstung, für mittlere Röstung, aber vielleicht auch für einen entkoffinierten Kaffee. Und gerade das finde ich an Single-Dosing-Mühlen wirklich spannend, dass ihr wirklich sagen könnt, ich trinke lieber dunkel, ich trinke lieber hell und er oder sie trinkt lieber entkoffiniert. All das könnt ihr machen, weil ihr könnt hiermit relativ einfach von Bohne zu Bohne wechseln, weil ihr auch einfach den Mahlgrad verstellen könnt und weil ihr keinen gefüllten Bohnenbehälter habt. So, wie funktioniert das mit dem Wechseln von Bohne zu Bohne? Da müssen wir sagen, auch das gelingt relativ gut. Es gibt ein kleines Aber und das liegt hier an dieser Anzeige. Die Mühle ist absolut in der Lage, sehr präzise euch die Mahlgradeinstellung anzugeben. Ihr müsst ein bisschen von oben drauf schauen. Eher unpraktisch, wenn man nicht so groß ist oder wenn man im Rollstuhl sitzt. Aber ansonsten könnt ihr damit eigentlich das Ganze gut ablesen. Ein bisschen schade ist, dass dieses Zahnrad nicht ganz parallel ist zu diesen Anzeigestrichlein. Und damit orientiert man sich automatisch ein bisschen mehr an dem Zahnrad als an diesen kleinen Strichlein. Und die Strichlein wären aber genauer das Zahnrad. Da würde ich sagen, da ist so jeder Strich so 0,3 oder 3 kleine Striche groß. Und das macht es dann ein bisschen schwieriger. So hatten wir manchmal, ist auch nicht so einfach wieder zurückzukommen zum Mahlgrad, wenn wir uns an der falschen Stelle orientiert haben. Da muss man ein bisschen die Mühle kennenlernen und dann ist es aber absolut auch gut möglich zu wechseln zwischen den verschiedenen Kaffees und zwischen den Rezepten und ihr kommt wieder zu einem guten Ergebnis dann auch in der Tasse. Die Mühle ist eher auf der lauteren Seite, jetzt nicht unangenehm laut. Der Ton ist vor allem auch nicht unangenehm, aber mit 84 Dezibel gehört sie auf jeden Fall zu den lauteren Mühlen ihrer Kategorie. Dafür ist sie aber relativ wenig temperaturanfällig, beziehungsweise sie heizt nicht auf. Also von Bezug, auch wenn ihr mal mehr Bezüge macht, haben wir keine wesentliche Erwärmung des Mahlgutes festgestellt, was ein positiver Aspekt ist. Was weniger positiv ist oder zumindest erwähnt werden soll, sie gehört nicht zu den Mühlen mit dem geringsten Totraum, sondern sie ist im Bereich der Single-Dosing-Mühlen, würde ich sagen, im hinteren Mittelfeld. Mit 0,6 Gramm, das heißt nach einer Mahlung bleiben noch 0,6 Gramm im austauschbaren Totraum. Im permanenten Sitz nur 0,2, das ist sehr gut, aber im austauschbaren bleiben noch so 0,6. Selbst mit Blasen lösen die sich nicht. Das ist vergleichbar mit anderen Mühlen in der Kategorie, die es auch gibt, aber es gibt auch in der Kategorie einige Mühlen, die das nochmal deutlich besser machen. Und da sehen wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial jetzt für die Mühle. Was wir euch auf jeden Fall empfehlen, ist hin und wieder hier vorne die Nase abzunehmen, den Auslauf, aus der Kaffee herausfällt, denn dort sammelt sich mit der Zeit dann schon ein bisschen an Kaffee. Das ist aber relativ einfach möglich. Ihr könnt hier einfach mit einem
dem Sechskant oben den abschrauben und so die Mühle zügig reinigen und habe dann den größten Fänger von Kaffee schon wieder gereinigt und das geht auf jeden Fall ganz gut. Das geht sogar sehr gut. Bisschen komplizierter ist es, die Mühle ganz zu öffnen. Da verliert ihr leider die Mahlgradposition. Müsst einmal wirklich alles auseinanderschrauben, 3 Schrauben wegnehmen, aufdrehen. Ist nicht so super einfach, geht aber auch. Zeigen wir euch im längeren Video auch nochmal, wie ihr das genau machen könnt. Und vielleicht hilft euch da auch unser Reinigungsvideo, was wir kürzlich aufgenommen haben. Reinigungsfähigkeit haben wir eher mittel bewertet, deswegen, weil hier der Mahlgrad sich verstellt. Es ist allerdings relativ einfach, den Nullpunkt wiederzufinden und sie dann auch wieder gut zu kalibrieren. Geschwindigkeit ist nicht die Stärke der Mühle. Sie gehört eher zu den langsameren mit rund 15 Sekunden. Ich glaube 14,7 Sekunden haben wir gemessen, um dann nachher 18 Gramm aus der Mühle auszumahlen. Das ist jetzt kein Geschwindigkeitsmonster. Diese kleine Mühle liegt sicherlich auch an den Mahlscheiben und ja, ist jetzt keine Mühle, mit der ihr Frequenz machen wollt, obwohl ja auffälligerweise die Temperatur eben nicht ansteigt oder kaum ansteigt, was wiederum auch zeigt, die Mühle könnte es im Prinzip, ihr müsst ihr aber einfach Zeit geben. So viel zur Profitec Twist ST54 von Profitec. Kleine, tolle, schöne, schicke vor allem auch Mühle, die gut zu so einer Maschine auch von Profitec passt, die sich da ganz schön an die Seite schmiegen kann und auch in Sachen Größe und so weiter, würde ich sagen, absolut passend zu den Profitec Maschinen, aber natürlich auch neben anderen Maschinen macht sich die Twist auf jeden Fall gut. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut im langen Video vorbei, schaut im englischen Video vorbei, wenn ihr es auf Englisch hören wollt, oder guckt den Blogbeitrag vorbei, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt doch auch diesem Kanal, lasst ein Like da. Das motiviert uns für noch viel mehr Videos. Wir sind eh motiviert, aber das motiviert uns noch mehr. So, danke, tschüss, auf bald, passt auf euch auf.